dahinter kämpft Daniel Eckhardt. Get down in the car, one time give it all. Bust it open hard, let me see you jump. Get down in the, get down in the car. Get down in the car. Welcome to VTR TV. Madness on track. Get down in the car. Oh nein, da kommt noch und Ben holt sich mit dem Sieg einfach sensationell. Hallo liebe Simracing und Rennsportfans und ein ganz besonders herzliches Willkommen heute hier in Brasilien Interlagos. Die vorletzte Saisonstation und da wünsche ich euch allen ganz, ganz viel Spaß. Ja, liebe Zuschauer, ein ganz, ganz herzliches Willkommen hier in Brasilien Interlagos. Wir haben hier einen brasilianischen Fahrer in unseren Reihen, Kleber Botaro Moura, und der wird jetzt mal ein paar Worte in seiner Heimatsprache an euch richten. Sejam todos bem-vindos aqui em São Paulo, Brasil, para mais uma etapa da BTR TV no fantástico circuito de Interlagos. Hoje teremos Kleber Botaro na pista, único brasileiro no grid, e vamos ver se o cara vai sobreviver ou se ele vai vencer. In your face, motherfucker. It's okay. Kleber should get a job as the Brazilian Murray Walker. I think Portuguese I know to talk. Die vorletzte Saisonstation heute und wenn alles nach Plan läuft, dann haben wir heute einen neuen Champion. Kleber should be a TV in it. Unsere Josephine hat ja bisher bei jedem Rennen den Siegerpokal abgeräumt und ich denke mal, sie ist auch heute wieder hier der Favorit. Und wenn sie das erste Rennen gewinnt, dann haben wir einen neuen Champion. Wie sagt man so schön, sie kam, sah und fuhr alle in Grund und Boden. Eine beeindruckende Saison bis hierher. Who's heading to win? Ah, okay. So, ja, Sebastian, bist du schon weg? Ich denke... Ich bin hier. Okay, I go to the team channel because I need some practice. I need some more practice. Okay. So guys, have a good race. As Good always. luck, and in the break during the races, come in the main chat to talk a little bit. Yeah. So stay safe and be careful about the other guys, and I don't want any protests or so, but yeah. We will see. Good luck, everyone. Good luck, everyone.
3. Lock. Gear, Oh. tire, line. Oh, so mein Lieber. Aktuell sind wir noch in der Practice Session. Ja. Was hast du denn so das für wird noch Zeiten? bestimmt, ja. Ja, was hast du denn so für Zeiten gefahren? Bin da noch- Qualifying, wenn ich alles zusammenbringe, ist es eine 1,46,0. Also nicht so schnell. Aber ich habe auch wenig trainiert, bin krank. Okay. Und das Setup, was du jetzt hast, habe ich auf dem Langstint noch nicht ausprobiert. Eine turbulente Saison, der Josephine ihren Stempel aufgedrückt hat, neigt sich so langsam dem Ende entgegen. Und jetzt ist auch noch Helmut Weber ihrem Team beigetreten. Und ich denke mal, wenn beide in den letzten Rennen hier ihre Leistung auch nur halbwegs abrufen, dann sieht es auch für die anderen Teams in der Teamwertung ziemlich düster aus. Schauen wir mal. Aktuell liegt das Team Kaltverformung noch in Führung in der Teammeisterschaft vor Code Braun und Black Tree Race Crew, aber alle drei Teams vorne sind geschwächt. Pascal Steinke kann heute leider für das Team Kaltverformung nicht antreten. Code Braun muss ohne Michael Draxler auskommen. Und die Black Tree Race Crew, wie ihr wisst, Leon fährt schon seit ein paar Rennen nicht mehr mit. Insgesamt haben wir heute leider nur 16 Fahrer am Start. Ein kleines, aber feines Feld, würde ich mal sagen. Chip Racing heute auch geschwächt. Da steht nur Michael J. Taylor am Start, da Bens Frau heute 50. Geburtstag feiert. An der Stelle noch einmal ganz, ganz herzlichen Glückwunsch. Auch Dominic Ochochuso steht heute nicht am Start, sowie, wie vorhin schon erwähnt, Michael Draxler und Pascal Steinke. Don Ranke Jr. ist bei der NASCAR heute unterwegs. Von Manning Grinham fehlt jede Spur und auch Luke Rasputic ist heute nicht am Start. Das Feld also ziemlich ausgedünnt. Dafür haben wir einen neuen Fahrer hier heute im Grid stehen. Ein ganz herzliches Willkommen, Janne Liemann. So einige unserer Zuschauer dürften Janne noch aus der Zeit kennen, in der wir die Sunday Grand Prix Series übertragen haben. Ein sehr, sehr schneller Fahrer, unser Flying Finn. Janne fährt aktuell noch ohne Team, das heißt, er ist auf dem Fahrermarkt verfügbar und Janne ist verdammt schnell und vor allem ist seine Fehlerquote sehr gering. Das heißt, Janne ist ein sehr, sehr guter Punktesammler und für jedes Team eine wertvolle Bereicherung. Das wird jetzt gleich ein Thema mit dem Verkehr sein, übrigens, ne? Würde ich mal schätzen. Ja, liebe Zuschauer, und damit hat das Qualifying begonnen. Wir haben 8 Runden. Wie in den letzten Rennen auch, haben wir heute 25 Minuten zur Verfügung, wobei jeder nur 8 Runden hat. Das heißt, jeder hat dann auch noch eine kleine Pause, bis es zum Rennen geht. Wenn du drin hast, dann kannst du zwei Anläufe machen. Es ist heute hier verdammt heiß in Brasilien, das heißt, es gilt, die Reifen sich richtig einzuteilen. Dann kannst du einmal durchfahren. Also so sind mit einem 11,7 Litern sind 5 Kraftwerke. Nach Krankheit begrüßen wir heute auch Adam Klatzka wieder im Grid. Sehr, sehr schön. Für das Team Kaltperformer geht es hier um so einiges in der Teammeisterschaft. Und Adam liegt die Strecke hier. In der dritten Runde sind die Reifen erst richtig warm. Also die erste und zweite gezeitete Runde waren in meinen Umläufen noch nicht der volle Grip aufgebaut. Okay. Die Runde ist echt frisch. Unser Championship-Leader hier ist als einer der ersten rausgefahren. It's gonna be a tough one. Ich habe jetzt nicht gesehen, was für Linien du fährst, aber in Fender Edge kannst du beide Curb wirklich dolle schneiden, wenn du willst. Und da ist Josie auch schon auf dem Weg, die erste Zeit hier zu setzen. Und ich denke mal, das wird gleich ein Benchmark sein. I don't get my 71 richtig gut. 1,25,401, die erste gezeitete Runde. Da werden sich schon so einige die Zähne dran ausbeißen. Ich denke mal, Helmut Weber wird da einer der wenigen sein, die an die Zeit rankommen. Und Eugen Scharf natürlich habe ich heute auch auf der Rechnung. Spektakulär, wie Eugen da um die Ecke geschossen kommt. Der ist hier im Qualifying schon auf der letzten Rille unterwegs. Cool. Inzwischen haben wir ein bisschen mehr als 5 Minuten geschafft. Und Josephine hat sich vorne natürlich an der Spitze festgesetzt. Dahinter ihr neuer Teamkollege Helmut Weber. Don't feel my shoulder right now. Auf 3 wenig überraschend Eugen Scharf und auf 4 aktuell unser Adam. Oh, Byron, gib mir Windschatten. Byron ist da auch unterwegs, hat aber bisher noch keine gezeitete Runde hingebracht. Boah, der Eugen Scharf, der ist auch schnell, ey. Die Abstände hinter der Josie ziemlich eng. Da geht es um ein paar Zehntel. Also Sebastian ist nur auf 11, ein Platz vor dir.
Er wollte Sebastian, das die ein bisschen ruhiger machen. Und hier haben wir auch mal Jan Stefan im Bild, mein Rasenreporter vom BTR TV Racing Team. Da Luke ja heute leider nicht am Start ist Jan Einzelkämpfer. Helmut hat ja das Team schon verlassen. Der macht das so wie, Robert Simpkins, aktuell P5. wie im Oval. He thinks I did him a favor. I actually did myself a favor. Unser Tommy aktuell P6, dahinter Thomas Willershaus. Und auf 8 haben wir Janne Liemann, unseren Neuzugang. Me for a lot of people on a slipstream, so it's like, no. Helmut auf P2. Helmut P2. Eugen Scharf P3. Dahinter auf 4 Adam Platzka. Dann haben wir auf 5 Robert. Held it. P6 Thomas O. Sebastian ist jetzt auf 7 vorgefahren. Cost me a lot of time, no? Jetzt purzeln hier so langsam die Zeiten. Josephine immer noch in Führung vor Helmut Weber, Eugen Scharf und Adam Klatzka. 8 haben wir Thomas Willershausen. Auf 9 haben wir Janne. P10 Bayern. Die 11 Wolfram. Die 12 Kleber. Jetzt Michael J. Taylor. Und die 13 Kleber und 14 haben wir Jan. Adam, der war mal in der Runde. Hälfte ist rum. Ihr habt es gehört, wir haben Halbzeit in der Qualifikation. Und wie von mir vorhergesagt, beißen sich die Jungs hier die Zähne an Josies Zeit aus. And then everybody can smoke a cigarette before we start the race. Helmut liegt ungefähr eine halbe Sekunde hinter Josie, dann nochmal 2 Zehntel dahinter Eugen Scharf, nochmal 2 Zehntel dahinter dann hier unser Adam und auf 5 immer noch Robert Simpkins. Dankeschön. 125.000. Helmut wollte eigentlich nicht fahren, aber die Josephine hat ihm Pistole auf die Brust gesetzt. Ja, ist auch schön. Mit Josephine und Helmut, da haben sich 2 echte Vollblutracer zusammengetan. Die hat jetzt die Hosen an. Das wird ganz schwer werden nächste Saison für die anderen Teams. Du weißt doch, wie das ist mit den Mädels, ne? Ja, ich glaube, eher durchs Fahren. War das wohl. Michael Okay, Draxler für guckt Flug- uns zu hier als Spectator. Ah, cool. Schade, Das dass er war, nicht das mitfährt. war. Jetzt noch zweimal. Schade, dass er nicht mitfährt. Zurückgefallen auf Achso, hat er gekündigt, ne? Jane Liemann. Ja, also erstmal eine Pause eingelegt, also direkt. Ah, okay, ja, ja. Der hatte ein bisschen, Ach so, okay, dann ein bisschen sind ist alles runtergegangen. 45. Verstehe. der war letzte Mal nicht ganz so begeistert. 17 Minuten haben wir jetzt rum und fast alle haben ihre Runden schon abgespult, bis auf ein paar wenige wie Russell Hamilton hier. Der ist ja noch draußen. See how Ich much glaub, you've got Russ left in ist the tank heute again keine and Gefahr. see if you can take most of it out. Das will mir nicht Zeit. Dem fehlen 5 Sekunden auf den. Russell aktuell P15, hinter ihm nur noch Bill. Der hatte aber, nee, das würde ich nicht für voll nehmen. Das ist, ich glaube, gestern oder vorgestern ist er doch. Be right back. Nee, es war jemand anderes, glaube ich. Gonna go grab a snack. Nee, der kommt immer noch mal. Das ist, würde ich jetzt so nicht verfolgen. Einmal mit Ruhe. Nee, im Rennen sieht das wieder ganz anders aus. Das kann auch sein, dass er jetzt sein Standard-Setup genommen hat und erstmal sich reingerufen will. Das habe ich auch gemacht. Hier haben wir auch mal Michael J. Taylor im Bild vom Chip Racing Team, aktuell P10. Okay, die meisten haben jetzt schon ihre Runden runter. So. Du auch? Ja, Josef. Ja, das war noch. Ich bin einmal raus, ich habe jetzt keine Gedanken. Ich war auf 8. 8 von 8 habe ich jetzt. Helmut, also Josephine, Helmut. Eugen auf 3. Eugen, Adam. Achso, gesortiert sogar, ne? Gut, Jane Liemann. Oh, eine Sekunde langsamer dann nachher als Josephine. Wow. Ich meine, wir haben Definitiv. 2 Rennen, oder kannst du das im zweiten immer noch ausbügeln? Boah, 2,5 Sekunden. Schauen wir mal. Also das war jetzt Rennsetup, erste Runde. Aber gut, das Rennsetup macht jetzt keine Überraschung Robert bei ist mir. auch sehr Also, stark. fährt super. Da bin ich hinter Russell jetzt, ne? Kann das sein? Ja, bin ich. Kleber, Russell, ich. Wieso, Russell ist doch besser als ich. Ja, und er hat jetzt Was noch soll ich einen für eine rausgedrückt. Ja, habe ich dir gesagt, ne? Wir sehen es da auch in der Zeitenliste. Russell jetzt auf P14,
Vor ihm Kleber Botaro Mora und auf P12 Wolfram Pfund. Feines Feld heute. Jetzt bin ich aber wieder, jetzt bin ich doch hinten, ne? Ja, Bill ist noch hinter dir. Wolfram heute ungewöhnlich weit hinten, nur auf P12. Das ist hier nicht unbedingt seine Lieblingsstrecke. Ja, das Gute ist, hier sortiert sich das immer ganz schnell. Das ist immer ganz gut. Aber die 1,25 ist 1,24 ist nicht zu knacken. Trotzdem ist 1,25.000 eine absolute Top-Zeit hier. Axel hat auch noch keine War aber knapp dran, naja, das war ja wirklich knapp dran mit 001. Ne? Helmut, hast du eine Ahnung, ob der Grip besser wird, je mehr Gummi hier liegt? Ja, ein bisschen schon, aber das Problem ist halt, das ist zu heiß. Ja. Die Reifen. Also du hast richtig schön Grip die ersten, ich sag mal, 2, 3 Runden und dann bricht das ein. Ne? Aber gut, ist halt so. Ist ja für alle gleich. Mir liegt es nicht, ich mag es nicht, aber ich habe Josephine versprechen müssen, dass ich mitfahre. Sonst gibt es Ärger. Ich hab vorhin schon gesagt, Helmut, Josephine greift vor. Die Weiber halt. Ja, ist jung und ehrgeizig. Sehr, sehr schön. Also in der Runde, wo Byron mich, der hat mich ja nicht extra blockiert. Das war nicht, das habe ich schon verstanden. Hättest du da deine Runde nochmal verbessern können? Weil ich schon im Team. Ja, also 25-1 oder 2 hatte ich auf der Uhr, ja. Du, das habe ich schon so verstanden. Habe ich schon so verstanden, Helmut. Das war nicht so. Ich hatte bloß so, sind beide schon in einem Team. Also wärst du dicht dran gekommen. Aber Helmut, also unter Treffel brauchst du nicht stellen, mit der Zeit bist du echt. Also das ist ja. Ja, aber Josephine kriege ich auch nicht. Also die ist schon richtig ja. Ja, das ist wohl wahr, aber es ist immer noch ein Rennen. Und jetzt noch mit deiner technischen Unterstützung. Jetzt noch mit dem Helmut seiner technischen Unterstützung. Ja. Ja, du hast. Also wir haben unterschiedliche Fahrstile. Also sie kommt mit meinen Setups nicht so richtig klar und nicht mit ihren nicht. Aber du kannst... Also wir sind damit schnell, aber nicht so schnell wie mit den eigenen. Ne? Also ein bisschen anderen Fahrstil. Aber du kannst ihr detailliert sagen, an welcher Schraube sie drehen muss. Ja, wenn sie mal fragt, kann sie das machen, ja. Auf jeden Fall. Aber du hast ja einen Plan davon. Ja. Natürlich auch mit Übersicht, aber... Ich bin über die Dings gefahren, da ist es vorbei. Auf jeden Fall mit Nachdruck. Oh, jetzt ist schon die Zeit abgelaufen. Also ich fand das Gemecker vom Draxler, sie hätte ihn abgedrängt, aber beim letzten Mal... Wir haben das ein paar Mal gecheckt, das ist nicht so. Dann schauen wir mal in die Results rein. Er war emotional in dem Moment, ne? Er war emotional, darf man auch nicht vergessen. Das ist dann immer, ne? Also, nach dem Rennen kann man das immer noch, also das sehe ich auch nicht, dass das... Wir haben das ein paar Mal angeguckt. Josephine hat genau das gemacht, was ein Rennfahrer machen muss. Sie hat einmal wenn sie es nicht gemacht hätte, dann hätte sie gesagt, das ist doch blöd. Ja, fahr durch, ne? Ja, lass mich, das macht als Rennfahrer, wenn es um den Sieg geht, verteidigst du deine Position. Sie hat das in dem Rahmen gemacht, der absolut... Ich muss ja noch starten. Ja. So, okay, ja, es geht los, ne? Ja. Alles Gute euch. Bis dann. Alles Gute euch. Viel Erfolg. Wieder Blut. Ja, euch auch. Und wie ihr seht, ist die Startaufstellung auch schon in vollem Gange. Noch 1 Minute, bis die Ampel auf grün schaltet. Ja, ich jetzt auch bei der... Das ist Quatschen wieder, ne? Ey, nur am Quatschen. Das hätten wir fast hier noch... beim Rennen angemeldet, ne? Verquasselt, das wäre ja... Hast du Spot eingeschaltet? Das sag ich dir doch. Ich hatte schon gefragt, Kaffee und Kuchen? Soll ich den reinbringen? Und damit haben wir jetzt fast alle Jungs und Mädels auch im Grid stehen, nur unser Tommy und Bill Nesamis fehlt. Wir orientieren uns nach vorne, würde ich sagen. So wie es aussieht, hat sich Bill da ausgeloggt, schade. Den Weg frei. Damit haben wir nur noch 15 Fahrerinnen und Fahrer im Grid stehen. Da hoffe ich mal, dass wir dann wenigstens zum Saisonabschluss nochmal Full House haben. Nur noch wenige Augenblicke und das 9. Rennen der Saison ist freigegeben. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Go! Grüne Flagge und die wilde Jagd beginnt und Helmut mit einem absoluten Topstart hier. Oh, ich bin losgerollt. Das hat er
als Fehlstart gewertet. Geht hier sofort in Führung. Dahinter Josephine kann hier P2 verteidigen. Adam auf 3. Eugen Scharf auf 4 zurückgefallen. Topstart. Schafe voll reingezogen. Aber Josie ist direkt. Aber Josie ist schon wieder ganz dicht dran und er wird jetzt gleich einen Platztausch geben. Muss einmal in die Da Box. fährt Helmut auch schon an die Seite und lässt die Chefin vorbei. Direkt hinten dran. Adam konnte dadurch wieder aufschließen und auch Eugen Scharf ist bin wieder dran. losgerollt. Auf 5 haben wir Den ersten Gang rein. Auf 5 haben wir unseren Tommy und dahinter direkt Sebastian Starke. Schade, ne? Ach so, das meinst du. Ja, bin meine losgerollt. dich. Hätte ich nicht gedacht. Ja, ich dachte, der hält mit der Bremse, hat er nicht. Sehr, sehr sauberer Start. Alles im Kopf weggekommen, so wie es aussieht. Janne hat ein paar Positionen verloren. Janne liegt hier auf P8, vor ihm Robert Simpkins und hinter ihm Michael J. Taylor. Wolfram Pfund liegt auf dem 10. Platz. Und so wie es aussieht, ein absolut sauberer Start von allen Jungs und Mädels heute Josie hier. macht keine Gefangenen. Und Josephine kann sich hier sofort vom Feld ein kleines Stück absetzen. Eine halbe Sekunde hinter ihr Helmut. Ja, da fahre ich jetzt gleich durch. Und dann zusammen sind. Dann schon 6 Zehntel zu Adam Klatzka und Eugen Scharf, die da um die 3. Position kämpfen. Das Feld hat jetzt gleich die erste Runde absolviert und immer noch alle Fahrer, die gestartet sind, auch hier im Rennen dabei. Keine Unfälle oder Wackler bisher. Aufpassen, Werner, wir haben keine... Und das Feld hat sich jetzt, wie es aussieht, erstmal einsortiert, obwohl Tommy versucht jetzt anzugreifen. Eugen Scharf auf 4, Thomas Silbernagel auf 5. Dahinter schon eine kleine Lücke zu Sebastian Starke. Oh, jetzt gab es einen kleinen Wackler hier von Eugen. Und Tommy versucht da vorbeizugehen, kommt da ein bisschen außen auf den Bordstein und muss nochmal zurückstecken. Sorry. Und sofort verliert Tommy da den Schwung aus der Kurve und Sebastian greift an. Und will das Leid und da ist er auch schon vorbei. Dahinter weiterhin auf 7 Robert Simpkins und auf 8 Janne Liemann. Und durch das kleine Gerangel zwischen Adam und Eugen konnten vorne die ersten 3 sich schon ein Stückchen absetzen. Und hier mal ein Blick nach hinten. Thomas Willershausen auf 12, vor ihm sein Teamkollege Byron Long und hinter ihm Russell Hamilton. Jan Stephan musste seine Strafe an der Box absitzen und ist wieder rausgekommen auf dem letzten Platz. Hier kämpft Janne Liemann mit Michael J. Taylor und Robert Simpkins um die Position. Die Plätze 7, 8 und 9. Wolfram auf 10, fällt da schon ein kleines Stück zurück. Robert ist hier immer noch dicht dran. Ein bisschen mehr als eine halbe Sekunde hat er Rückstand zum Tommy nach vorn. Ähnlicher Abstand nach hinten. Eugen konnte sich jetzt wieder ein kleines Stückchen von Sebastian und Tommy freifahren. Allerdings fehlen ihm nach vorne schon 1,8 Sekunden zu Adam Klatzka, der auf P3 liegt. Adam wiederum hat schon mehr als eine Sekunde Rückstand auf Helmut Weber, den wir hier im Bild haben. Und Helmut schon mehr als eine Sekunde auf Josephine, die das Rennen hier anführt. Das Feld geht jetzt hier in die 3. Runde und wir hatten immer noch keinerlei Wackler oder Unfälle oder Zwischenfälle oder sonst irgendwas. Sehr, sehr schön, ein absolut sauberer Start hier in das Rennen. Jan fährt hier ein Feld hinterher, hat schon mehr als 20 Sekunden Rückstand auf Russell Hamilton. Ja, ich glaube, das wird nicht so. Aber gut, wird so. 3 Runden. Ich habe schon 13. 13 glaube ich schon. Okay, dann fahre ich jetzt vorbei. Danke. Ja, sorry, wollte ich eigentlich überholen, aber... Russell Hamilton hier auf P13, knapp 20 Sekunden vor Jan. Warten wir ab, wenn die Reifen dann anfangen. Mhm. Oh, doch kann was werden. Nochmal 3 Sekunden. Zehntel. Inzwischen haben sich da kleine Kampfgrüppchen gebildet. Hier die Plätze 7, 8 und 9. Robert Simpkins, Janne Liemann und Michael J. Taylor. Und dahinter haben wir Wolfram Pfund, Byron Long und Thomas Willershausen. Die Plätze 10, 11 und 12. Und vor dem Robert sehen wir auch, dass jetzt Sebastian Starke wieder seinen Platz an Thomas Silbernagel verloren hat. Die Black 3 Jungs haben die Plätze getauscht. Dadurch wird der Abstand nach vorne natürlich immer größer. Aber der Robert Simpkins hat viel Schwindel. Er verliert viel auf der Hier bei der Hälfte des Rennens müssen die bei mir hinten dran sein, war? Die beiden? Müssen nicht hier unten dann. Und Tommy verliert da Zehntel für Zehntel nach vorne zum Eugen. Sind jetzt schon fast 1,5 Sekunden Abstand. Eugen haben wir hier mal ein Bild. Obwohl schon so wie Sebastian sagt, das ist noch so. Müssen wir sehen, ob sie das auch halten können, das Tempo. Eugen verliert da auch immer mehr nach vorne. Es sind schon mehr als 2,5 Sekunden Abstand zu Adam Klatzka, den wir hier im Bild haben, der immer noch mit Helmut mithalten kann. Reifenwechsel sollen in der Box.
Prophylaktisch. Die sind dann eine Runde frischer. Oh, einer drin in der Box. Oh, und unberg von unseren Kameras ist Kleber hier weg gewesen. Kleber? Klebers Internetverbindung ist abgerissen und der muss jetzt wieder ins Rennen zurückstarten. Ach, schade. Er hat wahrscheinlich sein Auto verloren, schätze ich mal. Oder, ich weiß, keine Ahnung, es fährt aber wieder raus. Also. Damit hat Kleber natürlich keine Chance mehr. Oder hat er auch eine Strafe bekommen? Sehr, sehr schade. 20 Sekunden fehlen ihn auf unseren Jan. Kannst du das nicht anzeigen lassen? Und das bei seinem Heimrennen. Der Zwischenfall mit Kleber eben, das war ja ein technisches Problem, sodass wir bisher immer noch keinerlei Un- oder Zwischenfälle haben. Sehr, sehr schön. Unser Adam nach kurzer Krankheitsphase wieder zurück im Feld, kann hier vorne seinen Topplatz behaupten. Und ganz hinten auf Platz 11 konnte Thomas Willershausen seinen Teamkollegen Byron Long überholen. Seine eigene Strecke dann rausgeflogen zu sein oder so. Oh, Thomas Willershausen hat Byron Long überholt. Beide setzen hier permanent unseren Wolfram unter Druck, der heute hier mit der Strecke überhaupt nicht zurechtkommt. Er ist aber auch langsamer. Kleber ist langsamer geworden. Oder muss er vorsichtig fahren? Wer weiß, wer weiß. Ja gut, er hat jetzt... In dem Moment hat die Räder gewechselt. Automatisch, meine ich. Nicht ausgemacht. Yeah. Wer weiß es nicht. Says we need to pass this twat. He's slowing us down. Ich denke mal, Kleber muss hier jetzt erstmal seinen Rhythmus wiederfinden. Ganz anders hier von Josie. 2,5 Sekunden ungefähr der Vorsprung auf Helmut Weber. Mein Crewschief hat mir gerade gesagt, Refuel. Was? Hast du zu wenig Sprit dabei? Ich guck mal gleich. Das sollte jetzt das wäre jetzt ein bisschen... nee, komm. Wie viel sind denn? 24? Moment. Das wäre natürlich die Krönung, mit so wenig Sprit hier losgefahren zu sein. Ja, das wäre jetzt noch eine Nummer, du sagst, oder? Ist schon dem einen oder anderen passiert. Ja, manchmal verpasst man halt einfach in der Hektik das Quali-Setup durch das Renn-Setup zu ersetzen und da ist dann halt einfach das zu wenig Sprit drin. Das könnte auch sein. Ist er vielleicht mit dem falschen Setup losgefahren? Wie gesagt, das ist schon dem einen oder anderen passiert. Mit dem Quali-Setup. Mhm. Adam gibt auch alles hier, um seine Position zu behaupten. Nach vorne und hinten safe. Alles schon da gewesen. Nein, er sagt mir 26 Runden. Okay, das ist eigentlich lang. Eugen hier auf einem sicheren und sehr soliden 4. Platz. Er kämpft hier aktuell mit Sebastian hat er mir angelogen, mein Crewschief, um P2 in der Meisterschaft. Und aktuell liegt er ja 2 Positionen vor ihm. Das sagte. Aber das Rennen ist noch lang. Wir befinden uns gerade in Runde 6 von 24. I'm going to add a lot of isobars to him. Könnte auch Ferrari sein, ne? Ja. Hier im Mittelfeld alles beim alten. Robert Simpkins weiterhin auf P7. Dahinter Janne Liemen auf 8, Michael J. Taylor auf 9 und unser Wolfram auf 10. Willershausen ist wieder hinter Byron zurückgefallen. Nicht, dass sie sich das da kaputt machen, die beiden. Nee, die kämpfen hier mit dem Wolfram um P10. Ah, okay. Allerdings nach vorne schon über 5 Sekunden Lücke. Auf welcher Runde fängst du denn an ungefähr, weißt du das? Thomas macht jetzt, Byron macht jetzt Druck auf ihn. Ihr habt es gerade gehört und ihr seht es jetzt auch hier optisch. Byron macht jetzt hier richtig Druck auf unseren Wolfram, der hier, wie ihr wisst, mit der Strecke heute überhaupt nicht zurechtkommt. Jetzt wird es einen Angriffsversuch geben auf die Start- und Zielgerade raus, Seite an Seite. Jetzt gibt es einen Angriff. Ups. Und da setzt sich Byron auch durch. Top gemacht. Ja, jetzt gibt es mit den Rädern noch so ein bisschen... Ah, das ist schon rot. Verdammt. Die rote Josephine. Ah, kacke. Ist sie schon wieder... Hat sie Hände geholt. Und auch Evil Tech Thomas Willershausen macht da jetzt richtig Druck von hinten. Während Josie hier von einsam ihre Kreise zieht. Oh, Robert Simpkins ist hinter Janne Liemen zurückgefallen. Ihr hört gerade, Janne Liemen ist hier nach langem Kampf endlich an Robert Simpkins vorbeigekommen und konnte sich sofort ein kleines Stück absetzen. Aber das passt ja nicht mehr mit der halben Sekunde, wa? Von den Runden her? Ja, 20 Runden dann. Und auch Michael J. Taylor versucht da jetzt an Robert Simpkins vorbeizugehen. Das kann Robert hier aber nochmal abwehren. Die Positionen 8 und 9, während Janne Liemen sich da schon absetzen kann von den beiden. Allerdings hat Janne nach vorne schon eine größere Lücke zu Sebastian Stark. Und jetzt gibt es hier den nächsten Angriff.
Michael J. Taylor geht da innen an Robert vorbei. Der Kleber ist jetzt auch schneller geworden. Dafür gehen beim Robert Simpkins, glaube ich, gerade die Reifen ein. Der fällt immer so weiter zurück. Josie, unser Leader, geht jetzt in Runde 9 und sie hat schon fast 4 Sekunden Vorsprung auf Helmut. Josephine hat jetzt schon 4 Sekunden Vorsprung. Boah, die Becker schon 11 Sekunden weg. Wow. Wir haben aber auch schon die 9. Runde. Ja. Lap 9. Dahinter weiterhin alles unverändert. Helmut auf 2 und Adam auf 3, Eugen auf 4. Okay. Achtung, Helmut ist knapp eine halbe Sekunde langsamer aktuell. Und jetzt hat es unbemerkt von unseren Kameras den ersten Zwischenfall gegeben. Tommy ist da an Eugen vorbeigegangen. Adam ist ungefähr ein paar Zehntel. Eugen scharf, ja. He spins here, oh dear, and then I was able to pass him. He was able to get very fast on the track again. Back on track. Ohne Üben ist nicht schlecht. Sekunden, Eugen ist auf P6 zurückgefallen. Was ist Thomas? Willishauser? Was ist mit dem? Zurückgefallen? Nö. Oder täuscht er? Nö. Weil, den habe ich vorhin nicht gesehen in meiner Anzeige. Der kämpft hier mit Wolfram. Byron konnte sich nach dem Überholvorgang absetzen. Ah, okay. Ihr habt es gerade gehört, Byron auf dem 10. Platz schon 2 Sekunden vor dem Duo hier, das die ganze Zeit um P11 kämpft. Wolfram Pfund gegen Thomas Willershausen. Russell Hamilton auch schon 2,8 Sekunden hinter dem Duo. Aber ich glaube, Eugen, seine Reifen sind eingegangen. Eugen liegt ja fast 2 Sekunden hinter Sebastian Starke und kämpft hier mit Janne Lehmann, Michael J. Taylor und Robert Simpkins. Der Ausrutscher vom Eugen hier war der erste Wackler hier in dem Rennen. So ein sauberes Rennen hatten wir noch nie. Wie ist denn die Zeit von den beiden, von Helmut und Josephine? Josephine fährt aktuell 1,25,9 und Helmut ist letzte Runde eine 1,26,8 gefahren. Adam 1,26,9 und dann Thomas Silbernagel 1,27,6. Quali-Zeit bis jetzt ja ganz gut halten. Und eine Qualifying-Zeit dann. Nicht viel Unterschied. Ja. Oh, Da jetzt sehe ich 4 Sekunden. got him coming out of a junk cow. Auf jeden Fall legt die Josie gerade ordentlich nach. Josie hat inzwischen mehr als 4,5 Sekunden Vorsprung auf Helmut Weber und kontrolliert das Rennen hier. Kleber kommt ziemlich nah, der ist 2 Sekunden schneller als du. Ja. Ja. Ja, ist seine Heimstrecke. Und vorne, ja. Und Russell hat der kann jetzt seine Zeit halten. Entweder bin ich langsamer geworden oder er ist oder er hat Zeit gewonnen. Jetzt auch. Naja, mal gucken. Ganz vorne zieht sich das jetzt ein bisschen auseinander. Und während die Jungs und Mädels jetzt in die 11. Runde einbiegen, hatten wir den nächsten kleinen Zwischenfall. Das erste Rennen ist immer sauber, aber beim zweiten nachher, da geht's richtig. 10 von 24, noch nicht die Hälfte, ne? Da schauten wir jetzt auch direkt gleich mal hin. Sowas ärgerlich, ne? Ich wollte das Auto los. So. Okay, next incident. Robert Simpkins here, he loses the car a little bit. A little trip through the green. Could be lucky. Nothing happened and he can go on. But he loses a lot of time. Ja, sehr gut. Nee, vor dir. Das kann doch nicht wahr sein, die eine Kurve. Ich bin immer auf Unser Jan hier auf P14 kann seinen Rückstand zu Russell Hamilton nicht merklich zufahren. Der liegt immer noch bei 80 aber Sekunden. Kleber kommt nicht mehr ran in der Zeit. Aber auch Kleber direkt hinter ihm hat schon mehr als 20 Sekunden Abstand. Ja, der hat jetzt irgendwie so eine mächtig an Zeit verloren irgendwie. I think I'm catching Simpkins. I could be wrong. Fairly certain it was 6 seconds before. Janne Lehmann hier auf P7, unser Neuzugang mit einem sehr, sehr sauberen Rennen. Dafür ist hier vorne spannend. Sebastian, Eugen und Janne sind relativ dicht beieinander. Boah, der Jan einen guten Einstand. Sehr sauberes, very clean race. Und Janne hat ja schon fast 2 Sekunden Vorsprung auf Michael J. Taylor, der direkt hinter ihm auf P8 liegt. Boah, sind wir mal schneller geworden. Bitte? 20er Zeit, Wahnsinn, ey. Sie ist nochmal schneller geworden, Josephine. 25,7.
Hab gerade die Anzeige bekommen. Und Josie hat jetzt hier die nächste superschnelle Runde hingelegt. Helmut ist aber jetzt auch, also jetzt gerade, wir haben noch Runde 12, also Halbzeit. Ja. Die scheinen sich die Reifen gut eingeteilt zu haben. Und ihr habt es gerade gehört, Runde 12, das heißt, wir haben Halbzeit. Jo, die haben gut trainiert, ne? Gut trainiert zusammen. Schon wieder off Track. Was ist das denn? Was macht der jetzt falsch? Und jemand umgebaut? Byron hier auf P10 hatte eben auch einen kleinen Wackler, aber nichts passiert. Das hat doch mal der Dings gehabt hier. Wie heißt der Senna? Direkt hinter ihm Thomas Willershausen auf P11 hat inzwischen Wolfram Fund überholt. Welchen Kurs das war? Dann haben sie... Er hat gesagt, ihr habt das umgebaut. Bitte? Inzwischen hat auch Thomas Willershausen Wolfram überholt. Und Wolfram hat inzwischen schon 2 Sekunden Rückstand auf die Jungs. Wolfram, der kommt heute überhaupt nicht so zurecht. Der mag die Strecke auch nicht so weiter. Das ist nicht sein Ding. Aber was für ein sehr sauberes Rennen. Und kaum habe ich es ausgesprochen, hat man doch wieder den nächsten Zwischenfall, den wir uns unbedingt mal anschauen sollten. Wir sehen es auch, Eugen ist da weiter zurückgefallen. Der Einzige, der nicht gestartet ist, ist der Bill. Schade. Okay, and here is the incident between Eugen and Sebastian. I'm understeering a little, and he's closing the gap a little. And then both of you came together. Ja. Der war hinter mir, ne? Oder hat er gesagt, macht keinen Sinn. Und durch den Zwischenfall konnte Michael J. Taylor an Janne Lehmann auf P6 vorbeischlüpfen. Damit liegt Janne immer noch auf dem 7. Platz, hinter ihm jetzt Eugen Scharf. Ich glaube, Eugen hat stark mit seinem Reifen. Hinter Eugen eine Lücke von knapp 3,5 Sekunden zu Robert Simpkins. Inzwischen Janne Lehmann auf P7 und Michael J. Taylor auf 6. Hat sich nach vorn gekämpft, ist, ich glaube, von 9 oder 10 gestartet. Jo. Ein Top-Rennen. Michael ist heute Einzelkämpfer für Chip Racing. Robert hier auf P9 hat nach vorn und hinten jeweils bis mehr als 4 Sekunden Luft. Keine Chance, den Platz gehalten. Und hier die Plätze 6, 7 und 8 jetzt ganz dicht beisammen. Michael J. Taylor, Janne Lehmann und Eugen Scharf kämpfen da um P6. Die Jungs gehen jetzt gleich in die 16. von insgesamt 24 Runden. Sebastian da vorne hat ja schon ein bisschen mehr als 2,5 Sekunden Vorsprung auf die Jungs. Während Josie ihren Vorsprung immer mehr ausbaut. Josephine hat einen Kleber schon überrundet. Der liegt jetzt schon bei weit mehr als 7 Sekunden. Wow. Inzwischen 7 Sekunden vom Helmut. Aber auch für unseren Helmut hier ein Top-Auftritt. Adam immer noch knapp hinterm Helmut. Also. Das 3. Rennen hier in der Serie und er liegt wieder auf dem 2. Platz. Da wird Totoro Racing heute mächtig Punkte einfahren und an die Spitze der Wertung gehen, denke ich mal. Auf 3 Adam Klatzka verteidigt die Ehre von Kaltverformung. Auf 4 haben wir dann unseren Tommy und auf 5 Sebastian. Und circa 3 Sekunden hinterm Sebastian tobt weiterhin der Kampf zwischen Michael J. Taylor, Janne Lehmann und Eugen Scharf. Wobei jetzt Eugen hier den nächsten kleinen Zwischenfall hatte. Wir sehen es da auch in der Zeitenliste. Müssen wir uns direkt mal anschauen, was da passiert ist. Ich glaube nicht, dass ich das in Hamilton an Russell noch schaffe. It's Eugen again. Sorry. Au! Oh. Okay, that's Oh no. Yeah, that's correct. What the fuck. Da muss den Turbo zünden. Jo. Unser Jan hier hat inzwischen die Hälfte seines Rückstandes zu Russell Hamilton zugefahren. Noch einbauen. Liegt knapp bei 12 Sekunden. Von hinten kommt schon unser Leader Josephine angebraust. Aber heute auch für Russell ein sehr, sehr sauberes und solides Rennen. Knapp 6 Sekunden hinter Wolfram. Vielleicht kriege ich ja noch ein bisschen Windschatten gleich. Wolfram hier auf P12. Versucht das Rennen irgendwie zu Ende zu bringen. Ja, so kurz mal. Aber er kommt heute hier nicht auf Pace. Du meinst, wenn sie vorbeigerauscht kommt im Zoom? Ja, also Evil Tech Thomas Willershausen auch wieder ein sehr sauberes Rennen. Und Eugen versuchte an Robert vorbeizugehen. Also die Ventilatoren noch umdrehen, war? Damit ich das Gefühl habe, dass sie vorbeirauscht. Aber Eugen hatte dann einen kleinen Wackler und sofort kann Robert da wieder kontern. Aber ich denke mal, Eugen lässt da nicht locker, wird da auch über kurz oder lang vorbeigehen. Eugen ist auf P9 zurückgefallen, ey.
kämpft hier mit Robert Simpkins. Er hat hier eindeutig die höhere Pace, hat aber heute mit den warmen Streckenbedingungen zu kämpfen. Wie gesagt, es ist für alle sehr, sehr schwierig heute hier. Es ist sehr, sehr heiß und deshalb ist der Asphalt auch sehr, sehr rutschig und man muss auf seine Reifen aufpassen. Nichtsdestotrotz ein sehr, sehr sauberes Rennen heute. Aber da wird Eugen einiges an Punkten in der Meisterschaft liegen lassen. Die Reifen, die halten, wa? Auch für Michael J. Taylor ein super Rennen bis hierher. Absolut fehlerfrei, liegt hier auf dem 6. Platz und konnte sich inzwischen ein bisschen von Janne Lehmann, unserem Neuzugang, freifahren. Dahinter, wie gehabt, Robert Simpkins auf 8 und Eugen kämpft sich da schon wieder ran. Ups, und wir sehen es gerade in Byron Switch und hören es auch. Da hatte Byron einen kleinen Zwischenfall. Wie es aussieht, kann er aber weiterfahren. Schauen wir uns direkt auch gleich nochmal an. Also jetzt müsstest du in jeder Runde mehr als 1,5 Sekunden aufholen. Na, ich glaube eher so, dass ich nicht überrundet werde. 12 Sekunden. Also darfst du nicht mehr Oh, als wer ist da weit gegangen? Okay. Er ist weit gegangen. Oh, this one, it's Byron. Oh, yeah. Byron lost the car on the brick. That's why Jan see braking lines on the straight and asked me. Schumacher would say on the bremse zone. Schätze mal Byron. Schätze mal Byron. Er ist hinter Thomas Willershausen zurückgefallen. Der mal wieder ein fehlerfreies Rennen zeigt und inzwischen auf den 10. Platz angekommen ist. Ah, jetzt ist es, okay. Robert ist wieder hinter Eugen Scharf zurückgefallen. Aber man sieht, dass der Eugen stark zu kämpfen hat hier mit den rutschigen Bedingungen. Eugen heute sehr spektakulär unterwegs. Der wird in sich reinschimpfen. Das ist ja ein ruhiger Vertreter. Dadurch jetzt Byron natürlich wieder auf P11 zurückgefallen. Und Thomas Willershausen ist in den Top 10 angekommen. Aber es gibt keine Verschiebungen im Klassement. Irgendjemand, also ich habe da eine Wolke gesehen. Vorne an der Spitze alles beim Alten. Josie vor Helmut und Adam. Und Josie fährt hier eine Rekordrunde nach der anderen. Du hast eine Wolke gesehen. Eigentlich dürfte keine Wolke am Himmel sein. Die war auch nicht am Himmel. Ihr wisst ja, heute gibt es besonders heiße Streckenbedingungen. Naja, alle die Positionen sind hier vergeben. Okay, was war? Irgendjemand muss dann auf Dreck gegangen sein. Okay, gut, dann sagen wir mal so. Da ist jemand auf Dreck gegangen und ich habe eine Staubwolke gesehen. Das staubt hier schnell mal. Guck mal, wenn das so trocken ist, das wird hier ziemlich staubig sein, wenn es trocken ist. Trotzdem ist das heute hier ein sehr, sehr sauberes Rennen. Wir haben ja 50 Grad Streckentemperatur. Ja, kannst du wirklich ein Ei drauf kochen, ne? Ja. Was ist mit Josephine? Ja, was ist nun los? War was? Oh, die hat ein paar Verbindungsprobleme. Wir sind schon auf 10 Sekunden. Hat aber gerade wieder und Josephine hatte hier mal kurz einen Verbindungsabbruch. Zum Glück ist sie wieder erschienen. Eine halbe Sekunde schneller wie der Rest des Feldes. Ja, weil gerade die Zeit so gesprungen ist. Ja. Sie hat ab und zu mal eine instabile Verbindung. Okay. Und Josephine zementiert hier eindrücklich mit dem Rennen ihren Titel. Wenn sie das so nach Hause bringt, ist sie unser neuer Champion. Ja, tragisch, ne? Wir wollen den Tag nicht vor dem Abend loben, aber was soll da noch dazwischen kommen? Bitte. Aber auch für Josephines neuen Teamkollegen Helmut heute hier wieder mal ein absolut sauberes Top-Rennen ohne Fehler. Das gleiche gilt für Adam Glatzka auf P3, befindet sich sogar noch in Reichweite vom Helmut. Knapp 3 Sekunden hinter ihm, dazwischen Kleber Botaro Mora, knapp 4 Sekunden. So, 4 Runden noch, 7 Sekunden. Aber wir haben keinen Ausfall zu verzeichnen. Alle Fahrer sind noch im Rennen und es hat keinerlei schwere Unfälle gegeben. Leider hatte Kleber Botaro Mora am Anfang einen Internetabriss. 11 Punkte von 15 in dieser einen Kurve. Während unser Jan fleißig Inzidenz sammelt, bei 15 muss er einmal durch die Boxengasse. Das muss ich nie aufgepasst haben. Ansonsten passiert jetzt hier im Feld nicht mehr so viel.
Wie gesagt, Josephine Becker auf P1, dahinter haben wir Helmut Weber auf 2, Adam Klatzka auf 3, unseren Tommy auf 4, auf 5 haben wir Sebastian Starke, den haben wir hier mal im Bild, dann haben wir auf 6 Michael J. Taylor, auf 7 haben wir unseren Neuzugang Janne Liemen, dahinter dann auf 8 Eugen Schaaf, der schon wieder an Janne rangefahren ist. In your pocket. Take it out of your pocket, Oh, put die it sind in ein your... bisschen rutschig, aber jetzt nicht so, dass ich total aufpassen muss irgendwie. Und die Jungs und Mädels gehen jetzt alle in die vorletzte Runde. Michael J. Taylor hier auf P6, ein sehr, sehr solides Rennen. Ja, also ich fahre jetzt auch meine schnellste Runde nach der anderen im Augenblick. Ja, ich auch. Während unser Jan das Rennen wohl nach anfänglicher Strafe auf P14 beenden wird. Ah, du wirst doch noch gekalt. Josephine liegt jetzt hier schon ganz dicht hinterm Jan und wird ihn wohl bald überrunden. Sie geht jetzt gleich in ihre allerletzte Runde. Obwohl Josephine hat jetzt gleich Ja, weiße Flagge. ne? Wie eben gesagt, Josie eröffnet jetzt die letzte Runde. White Flag. Bist du jetzt drin, ne? Warte mal, jetzt komme ich in die 23. Er ist in der 24. Ne? Ja. Und wenn Jan Pech hat, wird er noch überrundet. Oh, what the hell? Aber der Typ da, der steht dort wie angewurzelt und schwenkt keine Flagge. Und ihr habt es gerade gehört, nächster Zwischenfall. Oh, fuck. Na gut, okay. Byron hatte dann einen kleinen Ausrutscher, nichts weiter passiert, hat nur eine Position verloren und weiter geht's. Another slide. Während Josie jetzt hier auf der letzten Runde unterwegs ist. Ja, ganz gleich vorbei. Auf in die letzte Runde. Pass mir left. Slow down. So I'm now behind Buller. Und damit ist Jan jetzt auch überrundet. Und mal schauen, vielleicht kann da Byron Wolfram nochmal angreifen. Und auch Adam und Helmut sind jetzt in ihrer letzten Runde. Die Jungs auf den Plätzen 2 und 3. Ja, mal wieder eine beeindruckende Triumphfahrt. Josephine mal wieder ein absolutes Sahnerennen heute hier hingelegt. Ein absolut würdiger Champion. Das 7. Rennen, was er bei uns mitfährt und wahrscheinlich der 7. Sieg in Folge. Beeindruckender kann man sich in Meisterschaften hier holen. Die letzten paar Kurven, dann hat sie es geschafft. Die letzten paar Meter. Ein schönes Foto für dich machen, dann warte ich auf dich. Unglaublich, was uns Josie diese Saison gezeigt hat. Ah, thanks. Da kann man sich einfach nur ganz, ganz tief verbeugen. Congrats, einen ganz herzlichen Glückwunsch. Damit haben wir einen neuen Champion. Wow. Wow. Luke Reiner 360 auf der Start- und Zielgerade, ohne Einschlag. Einen ganz, ganz herzlichen Glückwunsch. Unser neuer Champion. Are you kidding me? Mit einem Top-Rennen. Dahinter Helmut auf P2. Mehr als solide. Adam, letzte Podiumsplatz, P3. Stop on the corner. Unser Tommy kommt auf 4 ins Ziel, ganz dicht gefolgt von seinem Teamkollegen. Und Byron und Wolfram hatten dann noch einen Zwischenfall. Boah. Ja, danke für das Setup. Wolfram Pfund. 0,1 Sekunde vor Sebastian What Starke. Wolfram treibst du fast into the corner, ein wie loses Power. Okay. Nice 360. Und Josie feiert hier schon mal gebührend ihren Sieg und ihren Titel. Absolut wohlverdient, eine tolle Saison. Und unser Byron bekommt hier noch eine Strafe aufgebrummt. Im Nachhinein, er konnte ja seine eigentliche Strafe nicht absitzen. Ja, und schreib mal in den Chat rein, dass Josie neuer Champion ist. Ich krieg mal Inzidenz hier. Ja, manchmal. Eindrucksvoller kann man einen Titel eigentlich nicht gewinnen. Ich freue mich schon auf nächste Saison, wenn dann hoffentlich unser Ex-Champion Leon wieder mit am Start Kannst du steht. nicht reinschreiben als Beobachter? Nee. Okay, mach ich. Und auch Luke regelmäßig hier mitfährt. Auf jeden Fall hat das Team Totoro Racing mit dem Doppelsieg hier im ersten Rennen mal richtig dick gepunktet. Team Kaltverformung mit Adam Klatzka auf P3, das gibt auch satte Punkte. So. Safety rating, wanna host the interior. Aber auf jeden Fall haben wir Kaltverformung. Wo ist denn der? Did Adam not get it. Latzka. I'm too Wo ist tired denn and der? old. Wolfram ist ziemlich weit hinten gelandet, am 12. Boah, ich gehe erstmal kurz auf Toilette. Ich gehe mal nach unten in
klar. Helmut, Glückwunsch. Jo. Ja, hallo, Gratulation, Helmut. Zweiter Platz im Debüt, nicht schlecht. Das war nicht Ja. das Debüt. Der Helmut hat schon 2 zweite Plätze hingelegt. Ja, der auf dem super- Nürburgring. Stimmt. Ach so, Genau. ja, das weiß doch keiner. Aber hast Aber du super gesehen, gemacht. Patrick, wie man das macht? Der Als Start Team- war geil. als Der Team Start war Nachbar. geil. Der Start war cool, aber er hat gleich am Ende der ersten Geraden, da hat sie erstmal gezeigt hier, wer der Herr im Haus ist. Ja, ich habe Aber- die ja direkt vorbeigelassen. Aber hier, es gab es gab kaum Unfälle, ein paar Rutscher. Ich glaube, der Eugen, der hat am meisten zu kämpfen gehabt mit den Reifen. Ja, aber ansonsten sehr, Eugen hat auf jeden Fall. Ja, also ich muss mir das mal anschauen. Der ist ja mit dem Sebastian zusammengedutzt. Ach so, das habe ich gar nicht gesehen. Ja, ich guck gerade mal, welche Runde das war. Aber wir hatten keine Ausfälle. Außer Kleber habe ich gesehen, der arme Kerl, der hat einen Disconnect. Hallo Sebastian. Ja, Kleber Hey. hat einen Disconnect und der Jan ist am Start aus Versehen losgerollt. Ja, das kann Die passieren, auch wenn das stark gut. abgeht, ne? Ja, Gratulation ganz genau. Bester Start. We have a new champion. Und wir schauen uns jetzt nochmal gemeinsam die Highlights des ersten Rennens an. Patrick, Ja? hast du den Incident im Senna erst mit mir und Eugen gesehen? Nee. War da jemand klar schuld? Muss ich mich entschuldigen oder? Warte mal. Ja, entschuldigen ist immer gut. Weißt du zufällig, welche Runde das war? Wer da? 22. Ja, wenn er mit irgend- 20. He has 75 points. He is 75 points in front of.
Gratulation, Josephine, super gemacht. Hello. Good race. Hello. Top result. Ja, Adam ist super gefahren. Oh, another incident with Yannick. Lap 60. Tommy, before you start flashing, look at it correctly, right? No, oh, wait a second, I will not start. On. Well, you mentioned his name twice already. Not the car involved. What? Sorry. Please repeat. Huh? You mentioned Eugen first, incident with Eugen, twice already, not the car involved. So, you have a pattern. If, as always, if there is no protest, there will be no, how do I say, there will be no penalties for incident. It is as it stands in the rules. I would slap the guy another 30 kilos in the car. Yeah, go eat this. 30 extra kilo, that's for Josephine. Yeah, she should carry 50 anyhow. You could put maximum. I would say no. Josephine's car and she'd still win. No. Wait a second. The only thing is, I put another car for the server, maybe MX-5 or so, and then she can. Yeah, I think that's a great idea. Put a Bremsklotz out there. Good evening, Ben. Yeah, so everybody wish Ben's wife a happy 50th birthday from BTR TV. Oh, I thought anniversary. No, 50th birthday. Congrats. Okay. Congrats. To the missus. Yep. I'm going to protest Josephine because she damaged my car after race. Yeah, and she is not carrying the weight according to her stature. So. Hello, Ben. Hello, Ben. Good evening, Ben. Congrats to your wife, Ben. Thank you. She's 21 again for the 29th time. Yeah. Like me next week. Oh God. Yeah. That's a good way to put it. Ben, we have a new 1975. Ben, we have a new champion. Oh, there is another incident after race. We have, who is it? Ben, we have a new champion. Josephine is new champion after this race. Ah, I'm not surprised. Yeah. So you've done 2 races already? We have no. But she has 75 points in front of the next guy, and we have 3 races, and in the 3 races you can win 75 wow. points. Early. That's Ben. Yeah. Okay, Krabbelgruppe. But your teammate, Ben, has a very good race. He started from the back and has a clean race and was on 6th position, I think. Nice. Yeah. Michael. We have 20 seconds left, guys. Alright, heading back to my chat. Good luck to everyone. Have fun. Good luck. Especially to like 3 legs. Yeah. Janne, I the give best, you Ben. some permissions. I hope you can hear us. I don't know, maybe we have to talk later. Tommy, das ist ja sein Problem, er kann uns nicht hören. Ja, ich habe dem aber eigentlich alle Rechte gegeben, so he should hear us. Okay, I will go back to our channel. Have a good race, guys. Until later, bye bye. Good luck. So, wo ist denn hier euer Blacktree? Da. So, greeting now. So. Yeah,
sorry, Patrick. We're later and later, and so I kind of missed these races. But Yeah, it's okay, Ben. It's the birthday of your wife. It's all okay. And in this season, you don't fight for championship. Oh, next race starts. Oh yeah, I'm going to watch Byron's stream. yeah, cool. Und damit hat das Gritting für das 10. Rennen der Saison auch schon In the first begonnen. race, Helmut has a brilliant start. Stop clear all. Natürlich startet Josie wieder von ganz vorn. He was on first position, but Josie strikes back in third or fourth curve. I've got Thomas stream and Byron stream, both of them. 9, 8, 7, 6. Byron got a black flag in the last lap. 3, 2, 1. Grüne Flagge und erneut hat die wilde Jagd begonnen und wieder hat Helmut hier einen absoluten Topstart und fliegt sehr sofort in Führung, aber auch dahinter Tommy. Helmut wieder, Topstart. So wie es aussieht, kann er da schon an Adam Klatzka vorbeigehen. Dahinter kämpfen Sebastian Starke und Michael J. Taylor um die Position. Und eben wird es angezeigt, Frühstart für Adam Klatzka und mit Hochforststrafe. Ach, schade. Adam 4. Hinterm Adam auf 5 Sebastian und da Stallorder. Helmut lässt da die Chefin wieder vorbei. Josie hatte auch eine höhere Pace. Und ich glaube, es wäre nicht klug, da dagegen zu halten. Schauen wir mal. Oh, da geht der erste Fliegen. Oh, was hier passiert? Eugen. So wie es aussieht, sind der Eugen Scharf und Sebastian aneinander geraten. Oh, ein Rennen zum nicht haben wollen, ne? Ach, schade, Eugen fällt da bis ans Ende des Feldes zurück. Sebastian auch kaputt? Sebastian Starke und Eugen Scharf. Scheint so, Sebastian. That was a braking situation. Nice air. Really? Achso. Oh. Schade. But why are you braking so early? I was braking at the same spot as the car before me, so. Dass er ihn wieder vorbeilassen will. Und schon gab es hier den nächsten kleinen Zwischenfall und Helmut liegt wieder in Führung. So wie du gerade. Ja, ich habe ja gesehen, dass er schneller war. Josephine here, our leader, a little braking error. Josie must go wide and Helmut can't go Ich wollte by. nicht ungeduldig werden lassen. Unser Byron kämpft hier mit Russell um den letzten Top 10 Platz. Vor den Jungs Thomas Willershausen auf P9, Janne Liemann P8. Ne, er fährt in die Box, oder? Ja, Box. Oh, und Sebastians Fahrzeug ist beschädigt. Er musste einmal die Box einsteuern, um sein Fast Repair zu ziehen. Ja, gibt ja auch Leute, weißt du? Ja. Wenn ein Unfall passiert ist, fühlst du dich schuldig. Rumballert, ey. Ich hätte eine halbe Sekunde ab da in der Scheißkurve. Helmut liegt vorne. Da haben wir also ganz vorne Helmut Weber in Führung vor Josephine Becker und Thomas Silbernagel. Adam liegt hier noch auf 4, aber wie ihr wisst, muss der an die Box seine Durchfahrtsstrafe antreten. Da hinten auf 5 dann Michael J. Taylor, auf 6 Robert Simpkins und auf 7 aktuell Wolfram Pfund. Byron kämpft da mit Russell Hamilton um die Position, die Plätze 10 und 11. Und Russell kann da die ganze Zeit seine Position verteidigen. Dahinter haben wir dann auf 12 Kleber Botaro Mora und auf 13 unseren Eugen Scharf. Und Helmut kann sich hier immer noch vor Josephine behaupten. Tommy noch dicht dran. Hey. Oh, und ihr habt es gerade gehört, da gab es einen Zwischenfall und wir sehen es hier auch. Byron hat dann Russell abgeräumt. Sehr schade. Ach, schauen wir uns gleich mal an. Russell Hamilton. Oh, Russell Hamilton and Byron. Oh. That was a clean one. That was a clean one. Come on. Yeah, their brakes locked up. I go straight and yeah. Sind aber gut am Tauschen, ne? Sorry. A friendly clap. After a great battle between the two. Und da gab es einen Führungswechsel. Vielleicht in einer Hand schon die Sektflasche. Josephine ist wieder an Helmut vorbeigegangen. Tommy schon 0,8 Sekunden Abstand. Adam ist jetzt an die Box, das heißt Michael J. Taylor auf 4. Cheeseburger. Und Robert Simpkins auf 5. Oh wait, where did Adam go? What is with Adam? Adam ist an die Box gefahren, hat aber einen richtigen Boxenstopp gemacht. Adam also was in Pit. Das heißt, seine Strafe ist noch nicht verbüßt. Oh. Ich hab's noch herbeigeschrieben, ne? Adam kommt auf P15 wieder raus. Am Ende des letzten Rennens. Ich hab noch gesagt, er hat beim zweiten wird's dann. Das erste ist immer clean. So schade, Adam hatte so ein top erstes Rennen, Podiumsplatz und jetzt, naja. Hier vorne alles beim Alten.
Now we have Ben's teammate Michael J. Taylor on fourth position. Go, go, go! Wir haben Mike Trilex hier mal im Bild. P4 nach hinten, schon wieder reichlich Luft. Er hatte ja ein super erstes Rennen und auch der Start hier in Rennen 2 absolut top. Dahinter Robert Simpkins, aber auch Top-Position. Streckentemperatur ist um 10 Grad runtergegangen. Das heißt jetzt auch, es ist nicht mehr so heiß und nicht mehr so rutschig. Echt? Ja. Robert hier auf P5 hat schon mehr als eine Sekunde Vorsprung auf Janne Liemann, P6 und Wolfram Pfund auf 7. Thomas Willershausen haben wir dann P8. Aber das hat er doch eigentlich gar nicht angezeigt, er hat doch konstant angezeigt. 41 degree actually on track. In the first race we have 51 degree. 41 Grad. 41 Grad ist aber immer noch ziemlich warm und weit entfernt von optimalen Streckenbedingungen. Byron Pitts for damage. Yeah, I think from the crash with Russell. Yeah. Russell also Pitts. Ihr habt gehört, Russell und Byron müssen beide zum Reparaturstopp an die Box. Another solid start from Thomas Willershausen on P8. He's battling with Wolfram Pfund. Thomas Willershausen fährt das nächste sehr saubere Rennen hier und sammelt mal wieder die ganzen Opfer ein. Eugen Schaaf inzwischen schon wieder auf 9 angekommen. Eugen Eugene on P9. Allerdings fehlen nach vorne schon 4,5 Sekunden knapp. I see Eugen has a little damage on. Hinter Eugen Kleber Protaro Mora auf 10 und Jan Stefan auf 11. Sebastian Starke dann 12. P10 Kleber und P11 Jan. Auch ein sehr sauberer und solider Start für unseren Jan hier in das Rennen. 8,2 Sekunden hinter ihm Sebastian. 8 seconds behind Jan. And then on P13 we have Adam. Hinterm Adam auf 14 haben wir da unser Byron nach Reparaturstopp, genauso wie Russell Hamilton auf 15. Byron and Russell, both of them were on pits. Mike is more than 2.5 seconds away from Robert Simpkins on P5. Oh nein, und wie ich vermutet hatte, hat Adam seine Strafe nicht richtig abgesessen und wird jetzt disqualifiziert. Robert is battling. Janne Liemann. Yeah. Yeah, Janne Liemann is very close to Robert, 2/10 or 3/10. Janne Liemann hat da kräftig aufgeholt auf Robert Simpkins, wird jetzt auch bald angreifen, schätze ich mal. Ben, we have a photo from Janne on our website. You can watch. Ah, good. Yeah. I will look at this. Thank you. I was very surprised. I was surprised you got one from Padley, to be honest. I never knew what he was looked like before. Ah, okay. And then he sent me this photo. Yeah, it's the first time anyone's ever known how he looks like. Okay. Now we have photos from everyone except Dominic Ochochuso. I have a photo from him, but he didn't give me the right to use it. Janne setzt jetzt hier Robert Simpkins gewaltig unter Druck, der kann sich da aber noch mal wehren. I don't know why. Ein schöner Zweikampf hier um die 6. Position. Allerdings ist Michael J. Taylor vor den Jungs dann schon über 4 Sekunden weg. Und auch unser Wolfram hier auf P7 steht gewaltig unter Druck von Thomas Willershausen auf P8. Mal wieder ein Top-Rennen für Thomas Willershausen und unser Wolfram tut sich hier ein bisschen schwer. Ihr wisst, Wolfram kämpft sonst eigentlich vorne ums Podium mit. Eugen Schaaf auf 9 hat jetzt so langsam seinen Rückstand zugefahren. Kleber hinter ihm ist da schon 1 Sekunde weg. Perfect, thank you. Janne Liemann has passed Robert Simpkins. Now Janne is on P5 and Robert on P6. Ihr habt gerade gehört und wir sehen es hier auch optisch. Janne Liemann ist jetzt an Robert Simpkins vorbeigegangen. Runde 7 von insgesamt 24. Nach hinten haben die beiden schon mehr als 3,5 Sekunden Luft, aber auch nach vorne klafft schon eine Lücke von fast 4 Sekunden. Kann man da irgendwelche Absicht sehen oder ist das einfach nur ein Unfall? Wolfram kann sich da aktuell immer noch vor Thomas Willershausen halten. After this incident at the start, now it's a very, very clean race. Wir hatten bisher den Zwischenfall mit Sebastian und Eugen und den Zwischenfall zwischen Byron und Russell. No one fights for position. Ansonsten wieder ein sehr, sehr sauberes und schönes Rennen. Aktuell scheinen alle hier ihre Position bezogen zu haben, nur Eugen Schaaf holt da mit Riesenschritten auf Thomas Willershausen und Wolfram Pfund auf. Yeah, Josephine's the only person in the 1 minute 25s. Yeah. Helmut joined Josie's team.
Oh wow, that would be a hard team to beat. Josie, Luke, and Helmut are the tutorial racing team for next season. But Josie said to Helmut, when you will come into my team, you must drive the race. Ihr habt ja am Anfang mitbekommen, Josie greift da im Team durch. She's a tough woman. Yeah. Tough to beat as well. Yeah. On both races, Helmut has a better start and was in front, but not for long. Now Josie has more than 4 seconds ahead of Helmut. Wir befinden uns aktuell in Runde 9 und Josephine hat schon mehr als 4,5 Sekunden Vorsprung auf Helmut. Ihr habt es gerade gehört, Wahnsinn. Byron is self-penalizing himself, carrying out a drive-through. Oh, Tommy liegt da weiterhin auf P3 und unser Byron kommt hier gerade aus der Box raus, nächster Reparaturstopp. Today Byron has no luck. Die komplette Saison hat das Northern Winter Team schon Probleme. Sehr, sehr durchwachsen. What happened? Drive-through. Oh, shit. But he feels Why? bad for hitting Russell, Why? so he's self-penalizing himself. He'll have better luck for the Nordschleife, maybe. Byron hatte da keine offizielle Strafe. I think Nordschleife we have a full grid. Yes. And on Nordschleife we have perfect weather conditions. Wir hoffen natürlich, dass wir an der Nordschleife einen vollen Grid haben, aber wir hatten dieses Jahr schon öfters Absagen. Schauen wir mal. What's the date for the Nordschleife? Das Finale unserer Serie findet am 25. Oktober statt. A good question. Good question. Yeah. Sorry, I'm an old guy and at the time I can't. Ich kann nicht nachsehen gerade. Okay, it's 2 weeks today, exactly 2 weeks time, 25th of October. Oh, okay. 2 Wochen? 2 weeks? Yes. Yeah, 2 weeks. Ja, 2 perfekt. weeks. 2. Thanks. Und Thomas Willershausen verfolgt hier immer noch Wolfram Pfund. Ja, perfekt date. Das Feld befindet sich jetzt in Runde 11 von insgesamt 24. Nee, Jan, ich mache ja hier gerade Live-Aufnahme. Eugen Scharf hinter den beiden ist bis auf eine halbe Sekunde rangefahren. Da siehst du das Zeug ja dann in der Aufnahme. Nee, ist okay, da habe ich nicht dran gedacht. Oh, Thomas Willershausen is close. Now the first attack, but... Evil Deck findet aber noch keinen Weg am Wolfram vorbei. No, side by side. Seite an Seite geht es ins Infield, aber Wolfram ist da immer noch in einer besseren Position und Eugen lauert dann nur auf seine Chance dahinter. Wolfram counter attack and Eugene is close. Jetzt ist das Trio hier ganz dicht beisammen. Tommy Siebenagel is getting attacked by bots on his chat. Noch kann sich da unser Wolfram vornhalten, fragt sich aber wie lange noch. Und ich denke mal, Eugen will da so schnell wie möglich vorbei an den beiden. Der Abstand zu Kleber Tarahumara auf P10 wird immer größer. Der beträgt jetzt schon mehr als 2 Sekunden. Okay. Ja, later, man. Die Jungs und Mädels gehen jetzt hier in Runde 12. Der Kampf hier um die Position geht weiter und wir bewegen uns so langsam Richtung Halbzeit. Oh, yeah, it's a bit boring right now. Helmut is 5 seconds away. Michael is 5 seconds away. I'm driving. Alles andere als langweilig ist es hier. Eugen ist jetzt an Thomas Willershausen vorbei. Eugen ist vorbei. Eugene on P8. Da hat Thomas Willershausen aber richtig weit die Tür aufgemacht. Aber Thomas hat die Tür sehr weit offen stehen lassen. Gebranntes Kind scheut das Feuer, sagt man so schön bei uns. Thomas hat also seine schlechten Erfahrungen gemacht und geht lieber auf Nummer sicher. Jan bist immer noch P11. Unser Jan kann die Pace heute nicht ganz mitgehen, liegt aber immer noch auf einem sehr soliden 11. Platz. Sebastian kommt von hinten. Ja. Sebastian nach Reparaturstopp von ganz hinten wieder rausgefahren, liegt hier auf P12 und versucht noch Position gut zu machen. Closer. Ah, yes, Sebastian is closing in a little bit. Ja. Oh, Janne Lehman come closer to Michael. Wir sehen sie auch optisch. Janne Lehman kommt da immer näher an Michael J. Taylor ran. Die Plätze 4 und 5. Only a little bit more than 1 second away.
Oh, was ist passiert? What happened? Und hier geht's jetzt einen Angriff. Eugen Scharf gegen Wolfram Pfund. Shit. Russell? Eine Box? Oh, Eugen verliert das Auto. Oh, und da kommt Eugen ins Rutschen. Eugen loses car. Thomas Willershausen und Kleber Potaro Mora können da wieder vorbeigehen. Ach, schade. Und, Russell ist in der Box. Durch den Zwischenfall ist Eugen bis auf P10 zurückgefallen. Nein. Eugen with a broken car. Yeah. Was it broken? Okay, here on the side. Yeah. With this flying incident. Russell is lap car? Yeah, exactly. In the first corner, that one. But Eugen can continue. Und Jan bekommt jetzt hier langsam Besuch von Sebastian, der seinen Rückstand zugefahren hat. Sebastian left. Eugen knapp 5 Sekunden vor dem Duo. Und da ist Sebastian auch schon durchgegangen, hat Jan aber auch fair mitgespielt. Sebastian hat da eine viel höhere Pace und ist wieder auf dem Weg nach vorn. Wir befinden uns aktuell in Runde 13, also haben wir noch ein ganzes Stück Weg zu gehen. Da kann Sebastian noch einiges gut machen. Wir haben mehr als die Hälfte schon durch. Josephine ist jetzt in Runde 14. Josie ist in Lap 14. Und sie hat wieder eine super schnelle Rundenzeit hier hingelegt. 124, that's fine. Wow. The first, she didn't arrive at 124 in qualifying. Josephine hat hier aktuell eine höhere Pace als im Qualifying, ihr habt es gerade gehört. Im Qualifying ist in der 1:25.000 gefahren. 125.000. Inzwischen hat sie da auch einen Vorsprung von fast 7 Sekunden auf Helmut Weber rausgefahren. And Helmut is more than 6.5 seconds away. Helmut hat nach vorn fast 7 Sekunden Luft und nach hinten zum Tommy fast über 5 Sekunden. Da brennt nichts mehr an. Dazwischen hier Byron Long schon überrundet. Unterwegs auf P13. Tommy wiederum ungefähr 5,5 Sekunden Vorsprung auf Michael J. Taylor. Is half a second behind Michael Felix. Yeah, very close to him. Janne Lehmann, unser Neuzugang hier in der Serie, ein Top-Auftakt. Unterwegs hier auf P5 setzt die ganze Zeit Michael J. Taylor unter Druck. But they had a fight together in the first race, and Michael could defend his position. Top-Rennen von beiden Jungs heute hier in Brasilien. Michael J. Taylor ist ja der einzige Vertreter heute vom Chip Racing Team. But last lap, Janne was half a second faster than Michael. Yeah. Michael's faster this lap though, by looking at it. Ja, die Jungs und Mädels gehen jetzt in Runde 15, das heißt 9 Runden hat Janne Lehmann noch Zeit. Interesting fight. Fuck. Entschuldigung. So. Und wir hören es gerade, nächster Zwischenfall. What happened? Unser Jan, wir sehen es hier auch. Oh, Sweet 60. Da war ja eine Tanzfläche. There was too fast. Dancing place. Too fast for this corner. It's Jan Stefan. Jan Stefan lost the car. But there is enough room. There is a big dancing square. Nothing happened and Jan can continue. Thomas Willershausen passed Wolfram and is on P7. And Wolfram fight with Kleber. Kleber is really close. Wir sehen es hier, Wolfram kommt ein bisschen ins Schlingern und hat eine Position an Evil Tech verloren. At the time, Wolfram struggled a little bit. Und jetzt macht er auch von hinten Kleber Potaro Mora richtig Druck und ich denke mal, da wird über kurz oder lang auch sich Eugen Scharf dazu gesellen. Wir sehen es hier, schwere Probleme für unseren Wolfram. Kleber greift da auch schon an, die Plätze 8 und 9, noch kann sich da Wolfram vorne behaupten. Die Frage ist, wie lange noch? Halbe Sekunde, schenkt er mir jede Runde ein. Eingang, Start und Ziel. Kleber ist da ganz dicht dran im Windschatten und ich denke, jetzt wird hier der Angriff erfolgen. Da geht er auch nach außen. Seite an Seite geht es hier auf die Kurve 1 zu. Schauen wir mal. Wolfram ist da immer noch in einer besseren Position innen. Kann sich da auch noch mal vorn halten. Kleber spielt aber auch fair mit. Ein toller Zweikampf hier von den Jungs. I had a race earlier, Patrick, at Watkins Glen. Yeah? And it was raining the whole race. Byron also raced and he told he was on P4 and then he crashed. Yeah. I went from 25th on the grid or something, and I finished in P9. Oh, cool. I got my highest I rating now, 2.6k now. Wow. My highest ever. Wow. I never reached 2000.
Yeah, I'm not 2.6 really. I just get that because I don't crash and other people crash. And now here a really exciting fight between Kleber and Wolfram. All the time they drive side by side. Und da kann sich Kleber jetzt schlussendlich auch durchsetzen. And now Kleber has the position and Eugen is directly behind. Ein toller Zweikampf von den Jungs und sofort hat sich hier Eugen Scharf dazu gesellt. Das wird jetzt interessant werden. Eugen macht da richtig Druck und will da noch ein paar Positionen gut machen. Now Eugen makes pressure to Wolfram. Jana right behind, three legs. Da haben wir überall im Feld noch interessante 2- und 3-Kämpfe. Oh, he is. Auch zwischen Janne Lehmann und Michael J. Taylor ist noch nichts really entschieden. Close. He's leading. He's directly behind him. Don't know if you know it, but Becker is leading the race. Janne macht da auch schon seit mehreren Runden richtig Druck, aber Michael J. Taylor ist ein Meister der Verteidigung. Er kann sich hier immer geschickt verteidigen und setzt dabei nie unfaire Mittel ein. I think Janne Lehmann is a fair driver, doesn't take too many risks. Yeah, very clean. But for his age, he is very fast. Sowohl Michael als auch Janne sind beide sehr, sehr faire Fahrer. For his age? I don't know his age. I think he's over 60. Oh wow. Okay. You must watch the photo. That's why I said I was really surprised. Janne ist richtig schnell unterwegs und er liegt ja auch hier wieder in den Top 5. Ein toller Einstand für unseren neuen. Next season we have a Gold Cup ranking for all guys over 50. Ihr habt's gehört, ab nächster Saison gibt es eine Extrawertung für alle Fahrer über 50 und das sind so einige hier im Feld. Silver Surfer. Aber ihr seht ja, die Jungfahrer fahren den Alten so richtig um die Ohren, deswegen haben wir hier einen Gold Cup eingeführt. And Sebastian told me he will manipulate his passport. Und jetzt ist Janne hier wieder ganz dicht dran und es gibt vielleicht den nächsten Angriff. He will make himself older that he can take part in the Gold Cup challenge. Janne make a lot of pressure now at Mike, but Mike can drive really good. He defend his position. Mike zeigt heute wieder eindrücklich, was er für ein guter Verteidiger ist hier. When you know both of them are very clean drivers. Und Janne packt da auch keine unfairen Tricks aus. Unser Wolfram inzwischen P10. In the meantime, Eugene pass Wolfram. Eugen Scharf konnte da auf P9 vorbeigehen und verfolgt jetzt gerade Kleber Potaro Mora, der noch knapp eine Sekunde vor ihm liegt. Losing places, maybe he's damaged. No, Wolfram is struggling with his tires and the track. Oh, Janne Ah, okay. It's not Wolfram's track. He hates his track. He told me. And the complete week when he was practice, he had problems. Ich denke mal, Wolfram wird froh sein, wenn der Grand Prix heute hier vorbei ist. Das ist wahrlich nicht seine Lieblingsstrecke. Vorne alles unverändert. Josephine vor Helmut Weber und Thomas Silbernagel. Now Josephine has more than 10 seconds. Josephine vorne mal wieder eine Top-Leistung. Air between herself and Helmut. About 5 laps left. And 18 right seconds in front of Thomas Silbernagel on P3. Aber auch Tommy auf Platz 3, das gibt viele Punkte in der Teammeisterschaft. But it's a top result for Thomas without practicing. Yeah, he just got his fastest lap. Catching Wolf. Yeah. 1:25.8 is exactly 1 second slower than Josephine's fastest lap. But it's still a fast lap, I think. Ohne Training ist das hier eine Top-Leistung heute vom Tommy. Sebastian hatte ja leider am Anfang den kleinen Zwischenfall. But also Janne Liebens fastest lap is a 1:25. Wir befinden uns aktuell in Runde 19, also sind noch 5 Runden zu fahren. But Janne didn't find a way to pass Michael. Josephine on lap 20. Wow. 1:24.7. Trotz großer Führung lässt Josephine einfach nicht locker und fährt hier eine schnelle Runde nach der anderen. The track is getting colder and colder. Now we have 38 degrees. Ihr hört, die Strecke ist kälter geworden, das heißt, wir haben auch mehr Grip jetzt hier. Deswegen purzeln jetzt auch ein bisschen die Rundenzeiten und natürlich geht der Sprit aus dem Tank raus. Helmut inzwischen mehr als 11 Sekunden Rückstand. Dann haben wir einen Tommy hier, noch einmal 8 Sekunden hinterm Helmut. Und Michael J. Taylor ist dann noch einmal 7,5 Sekunden weg. But I'm really excited what happened in the first lap.
I didn't see exactly the incident, that's why Right now, I don't think know what happened between most boring race of the whole Sebastian and Eugene. Unsere Zuschauer haben ja gesehen, was da in der ersten Runde passiert ist. season. At least from Siebenago is in a bubble on his, by himself. Wie immer haben wir ja dann auch nach dem Rennen auch nochmal eine Crash-Analyse, die wir dann gemeinsam durchführen. So Ben, we're He missing just said you. he's in a boring race. He says he's missing Ben. Yeah, I missed this race. I like this track as well. Oh well. Ach, sehr, sehr schade, dass wir unseren Ben heute nicht am Start haben. Dafür kämpft sein Teamkollege tapfer. Janne is so close, but... Oh, Byron hit the barrier. He's still going. Oh. Oh, he's got damage. Byron's got damage, I think. Ach, Byron und sein Team haben diese Saison einfach überhaupt kein Glück. Das ist alles mehr als durchwachsen. Und Janne jetzt hier der nächste Angriff, Seite an Seite. Now Janne attack, side by side. Yeah, Michael slowed a little bit from Byron. Oh wow, they're really close. Und wieder kann Mike da seine Position verteidigen. Ein toller Zweikampf hier. It's hard to get the overtake done here though. It's not easy. Man sieht, dass Janne da wahrscheinlich besser mit seinen Reifen gehaushaltet hat und aktuell die höhere Pace hat. Aber noch bleibt Mike vorn. I think you only have grip on the driver's line. Kann natürlich sein, dass es abseits der Rennlinie nicht so viel Grip gibt. Transporter hat mir gerade wieder mitgeteilt, dass Becker schnellste Runde gefahren ist. Was hast du gesagt? Wir befinden uns aktuell in der Endphase des Rennens. Die Jungs und Mädels gehen gleich in Runde 22 von I don't 24. know what Tommy's saying. Nick is verstanden. Janne macht da hier richtig Druck, versucht da irgendwie vorbeizukommen. Aber Michael lässt da keine Spalttür offen. Schnellste Runde. Und wieder kann er die Position halten. Robert Simpkins dahinter ist inzwischen fast 7 Sekunden weg von dem Jungs hier. So, wir haben so 2 Runden. und Wow, dann Michael's hat's defended geschafft. from Lehman really Yeah. well. I think Michael has is a little bit faster on the straight, and Janne has more downforce in the corner, but Mike make it really great. Oh no! Oh nein, und da verliert Michael sein Oh, Fahrzeug. just Janne too kann much. nicht mehr ausweichen. Oh, jetzt. Donnert ihm über den Frontflügel und Mikes Auto ist Car kaputt. damage. Oh no! Wem? Oh no! Den Zwischenfall werden wir uns auch gleich nochmal anschauen müssen. Sehr, sehr schade. Michael J. Taylor. Netter Tee gehabt. I hope Janne is okay. Michael J. Taylor hier. Come on. Oh Yeah, no! Oh shit. Yeah. Oh, that's... Okay. Yeah, that's nice. But Janne has luck. Janne's car Yeah. didn't get much damage, but for Mike the race was over. It Car looks was like broken. that he drove over the front wing there and yeah. And now Thomas Willershausen is on P6. Ihr habt's gehört, Thomas Willershausen auf dem 6. Platz, vor ihm Robert Simpkins P5. Ein Top-Rennen für beide Fahrer. Eviltech mal wieder mit einem absolut sauberen Rennen, sammelt hier die Opfer ein. Kleber on P7. Kleber Botaro Mora bei seinem Heimrennen hier auf dem 7. Platz. Hinter ihm Eugen Schaaf, kommt er auch wieder näher. Platz 9 dann Sebastian Starke. Becker hat sich gemault. Eugene on P8 and Sebastian on P9. Behind Sebastian is Wolfram. Wolfram P10, auch schon mehr als eine Sekunde Rückstand auf Sebastian. Und dann haben wir auf 11 unseren Jan. And then we have Pink Panther on the 11th place. Pink Panther. Yeah. Pink. Wird's bestimmt nicht angreifen. Yeah, Russell's now taken over 13th, Und wir hatten mal wieder einen kleinen Zwischenfall. I think, or will be soon. Oh! It's good. That's why Josephine lost 10 seconds. Ja, she was on the On the mud. My dog distracted me and ran And now about Josephine the is in tangle last of lap. cables on my pedals. Quite Oh wow, they're really close. Yeah. Helmut's quite close to. Yeah, now Helmut is. I think she yeah, last lap he has She slowed down. 1:32. Yeah, she's teasing him. Maybe she make a donut a lap before the checkered flag. Ihr habt es mitbekommen, wir befinden uns in der letzten Runde und durch Josies Dreher ist Helmut dicht dran gekommen. Aber ich denke, das bringt Josie nach Hause. The race before, when she come over finish line, he make a 360 on the start finish line, a clean 360. Nur noch ein paar Kurven, dann hat es Josie geschafft und kann endlich feiern.
Helmut is really close, but Und mit dem Doppelsieg hier, time runs out. denke ich mal, wird Totoro Racing auch an die Spitze der Teamwertung gehen. Auch ein Sahneauftritt von unserem Helmut heute Ich hier. auf eine Box. Absolut fehlerfrei unterwegs, holt er hier P2. Oh, Eugen bestimmt hat's Auto. Yeah, Eugen's in the pit. Yeah. Wer weiß, Eugen hat auf jeden Fall keine offizielle Strafe. He took a fast repair and go out. Wahrscheinlich war das Auto beschädigt. Congrats, Josephine. Das Podium! Ein ganz, ganz herzlicher Glückwunsch. Hier hat die Checkered Flag. Absolutes Top-Rennen. Well-deserved Champion. Wow. Wow. Und wieder legt hier Josie einen lupenreinen Sieger 360 Cool. hin. Ganz herzlichen Glückwunsch. Toll gemacht. Helmut on P2. And Tommy comes on P3. Behind them Janne Niemann on P4. Oh, wo sind sie denn alle? Top start into our series. Wait a second, guys. Unser Neuzugang hier, Janne Liemann, bei seinem Einstand heute in beiden Rennen absolut solide und sauber unterwegs. Fährt hier nach vorn. Und auch Robert Simpkins, ein Top-5-Ergebnis, das ist absolute Sahne. Robert Simpkins on P5. And Thomas Willershausen P6. Top result. Top race. Thomas Willershausen rettet die Ehre von Northern And Winter. Kleber and Sebastian. Kleber Botaro Mora auf dem 7. Kleber- Platz, das ist auch super. Kleber 1000. Top-Finish von Kleber und Sebastian hier. Kleber kann die Position halten. Directly on the finish line. Wolfram P9. Eugene on P10. Und da ist Wolfram jetzt auch froh, denke ich, dass das Rennen vorbei ist. Nee, ja, Jan. Du bist noch Ja. 10. Get the race die. Yes. Oh, sorry, Brian, sorry. Jan, your home track is in 2 weeks' time at the Nordschleife. Yes. Yes. My spot always tell me. Expect a podium. In 2 Wochen Nordschleife, da haben wir dann unser Finale. Okay, das übliche Foto. Und wie ihr sicher wisst, ist Nordschleife eine der Lieblingsstrecken von unserem Jan. Er wohnt da auch nicht weit entfernt von. Und hier gibt es jetzt noch das übliche Gruppenfoto. There are not so many cars on the track right now. Und dann wird sicherlich jeder hier nochmal schön die Sau rauslassen, denke ich. Auf jeden Fall werde ich mich an der Stelle schon mal von euch verabschieden. Okay. So, now Rack Pass. War mal wieder ein sehr, sehr spannender und toller Grand Prix. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. I think everyone is here, so yeah. As all, not Sebastian, I have a small party, so. Kill number 77, go! Wird gleich erstmal Janne Lieben fertig gemacht hier. Scheiße. Hier ist inzwischen Carnage. Hallo, der Schikans. Oh, shit. Oh! Josie hat volle Kanne Anlauf genommen. What happened there? Wow. The cars are totally... Oh. What the hell? What the... Spare parts here, oh. Crazy. STP kann. This is crazy. I don't know. Die Autos sind... Was ich sage... Wow, völliger Schrott. Going back to the main channel. I'm trying to We celebrate Josie's title. check some of that. Ein Haufen Schrott auf der Straße. My incident with Russell. Wow! I think Hat sich I'm nochmal spannend gemacht, die Josie, ja? Wow. Ja, ich hab's leider nicht gesehen, was passiert ist. Ja. Ende der langen Gerade hat sie sich verbremst und musste richtig weit ausholen, dann bin ich halt rangekommen. Ne? Ah, okay. Aber nochmal. Ja. Ja. Wir haben erst gedacht, die wollte ich nochmal locken. Nein. Aber ich freue mich schon drauf, den Start mir nochmal anzugucken. Deine Starts sind sensationell. Ja. Okay. Helmut, your start. Ja, absolut cool. Hello, Okidoki. everyone. Das war doch mal
this was a really cool breakfast. This was. Kleber, nice finish. Yeah. Thank you. Well done. I had a problem here in the first race. Maybe because of my number in the grids, 13 is the Lula number in the election. Companheiro, você não vai largar, companheiro. Okay. And then now we go to Tommy's Twitch. But I'll be back tomorrow with the Sunday Form 3 and the Form 3 challenge, and I am. Now we can take a look at some incidents. Ja, you must save the replay. Yeah, but ich habe Probleme hier Replay zu sehen. I feel shit about it. Ganz lieben Dank. It was an awesome race, but many incidents at the start. Sorry, dude. It's all good.
much. Congratulations, Helmut and Josephine. My spotter always tell me, Pepper is unbelievable. I hope I don't have to buy a new wheel. Did the race to die? I think everyone is here, so yeah. Let's have a small party, so go, go, go.